einer idealen Welt sollten wir keine Haie füttern, nur damit wir die sehen können. Aber wir leben nicht in einer idealen Welt und Haie, die meisten Haie, die großen charismatischen Haie, sind heute leider vom Aussterben bedroht. Ich bin hier in Fuamula und nach Fuamula kommt man, wenn man mit den Tigerhaien tauchen will. Es ist so ein Fütterungstauchgang und ich bin relativ skeptisch, was die Fütterungstauchgänge angeht. Ich gebe dem Ganzen eine Chance, weil ich finde immer, ich kann nicht gegen etwas sein, das ich nie gesehen habe. Ich habe mich für ein paar Tage in einem Gasthaus einquartiert. Hier gibt es kein Luxushotel. Das ist nämlich ein Local Island. Entstanden ist das Tigerhaie-Tauchen, weil die Fischer ihre Abfälle in den Hafen gerührt haben und der Duft die Haie angelockt hat. Das Boot ist voll. Mal schauen. Highlights. Der Tauchplatz Tiger Zoo liegt also tatsächlich mitten in der Hafeneinfahrt. Wir sind eine Gruppe von 20 Tauchern inklusive 4 Guides, die mit Tuna-Grinden die Haie anlocken. Die Sicht ist relativ schlecht und es hat eine rechte Düne. Darum müssen wir am Drop-Off hängen und können aufs Plateau rauf. Hinter, über und vor uns schwimmen überall Tigerhaie herum. Die Guides haben alle Hände voll zu tun mit so vielen Tauchern und Haien im Wasser und müssen immer wieder die Taucher zurechtweisen. Es sind 20 Taucher, die einander die Flossen umgrinschen, weil jeder will zuvorderst sein und jeder mit seinem Scheiß-Stick noch näher ran will. Und ich meine, die Haie sind schon mega nah, aber nein, man muss noch näher ran. Also es ist echt unglaublich, was da unten abgeht. Ich bin fast froh, wo die 30 Minuten rum sind. Jede Gruppe hat nämlich genau 30 Minuten mit den Tigerhaien, dann kommt die nächste Gruppe. So geht das den ganzen Tag. Ich glaube, so etwas Absurdes habe ich glaube, in meiner Lebenswelt noch nie gemacht. Das hat man nicht mehr im Griff. Es sind viel zu viele Leute, viel zu viele Taucher, ein grosses Chaos. Es ist meiner Meinung nach zu gefährlich. Ich habe jetzt abgemacht mit dem Lenny. Er ist Haiforscher da bei der Tauchschule in Fuamula. Und er kann mir sicher noch ein paar Fragen beantworten zu dem ganzen Tigerhai-Tauchen. Was wäre deiner Meinung nach der perfekte Hai-Fütterungstauchgang? Also für mich persönlich wäre es natürlich am schönsten, mit so wenig Tauchern wie möglich im Wasser zu sein, wo nur ganz wenig angefüttert wird, sodass die Haie da sind, interessiert sind, aber sie fressen nicht, sondern sie schwimmen einfach nur um einen herum und können dann wieder entspannt ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Jetzt ist es aber so natürlich, dass für die ganzen Tauchschulen das Geld bedeutet, wenn die die Taucher ins Wasser lassen. Und so wächst das natürlich auch. $90 zahlt man für das, dass man 30 Minuten lang mit 20 anderen aufgereiht ein paar Tigerhaie sieht. Also, nein. Ist es einfach eine Geldmacherei oder fließt das Geld wirklich irgendwo hin? Das Schöne an der Tauchschule, wo ich arbeite, ist, dass die mir ermöglichen, die Forschung zu machen, die ich hier mache. Und so können wir das beschreiben, was wir hier sehen, was im Endeffekt einen riesen Mehrwert haben wird, weil so wir jetzt gerade es beschreiben, wie wir es gerade sehen, es vergleichen können, wie es sich in der Zukunft entwickelt. Wir haben jetzt einen Snapshot, wie es momentan mit den Tigerhaien unter Wasser aussieht. Und nun ist das so, dass durch den Tauchtourismus wir denen einen Wert geben, wenn sie am Leben sind. So, nachdem ich gestern gemotzt habe, dass viel zu viele Leute sind und ich nur noch mitkomme, wenn sie eine kleinere Gruppe machen, haben sie jetzt eine kleine Gruppe gemacht heute. Darum gehe ich jetzt noch einmal und gebe dem Ganzen noch eine Chance.
Es lohnt sich also zu intervenieren. Schon beim Abtauchen ein ganz anderes Bild. Die Sicht ist um Welten besser und wir können aufs Plateau rauf hinter ein paar Steinen sitzen. Vor uns wird die Beute hergetan und die Guides halten uns den Rücken frei. So fühle ich mich schon mal viel sicherer. Jetzt habe ich endlich mal die Zeit, um die schönen Tiere genau anzuschauen und zu beobachten. Ich frage mich schon, ob das Verhalten der Haie nicht verändert, wenn da den ganzen Tag eine Gruppe nach der anderen taucht und füttert. Die Haie sind keine dummen Tiere. Also die Haie können sehr einfach konditioniert werden und die wissen genau, wenn das Bootgeräusch kommt, wenn das Boot stoppt, wenn etwas aufs Wasser fällt, die wissen, dass Futter da ist. Nun ist es aber so, dass wahrscheinlich ihr Verhalten nicht großartig verändert wird. Es sind auch so viele Tigerhaie hier, dass nicht 10 Tigerhaie jeden Tag kommen, sich vollfressen und wieder wegschwimmen. Und es sind so viele Tiere, dass manchmal heute sind 10 da und morgen können es 10 andere Haie sein, sodass es dann mit dem limitierten Futter dann nicht für alle Haie genug geben wird. Wir haben schon über 180 unterschiedliche Tigerhaie mittlerweile identifiziert. Es ist eine gigantische Population und das spricht dafür, dass es eine extrem gesunde Population ist, die wir hier um Fuwamula herum antreffen. Mein letzter Tauchgang ist dann auch ganz nach dem Leni und meinem Gusto. Wenig Taucher und wenig Futter im Wasser. Die Haie sind da, aber kommen nicht in den Fressrausch. Die letzten Tage waren wirklich super. Wenn es von Anfang an so gewesen wäre, hat es ganz einen anderen Eindruck hinterlassen. Also mein Fazit ist, dass wenn man es richtig macht und geregelt macht, dass es durchaus eine Möglichkeit kann sein kann, Haie zu sehen, die man sonst nicht sehen würde. Und ich das durchaus vertreten kann. Hier in Fuwamula hat es ein Verbesserungspotenzial, finde ich. Hoffen wir das Beste und tschüss zusammen.